liebe Tischtennisfreunde. Ja, ich weiß nicht, was ich Thema cringe. Ist das so cringe? Hallo liebe Tischtennisfreunde, heute zu einem erneuten Video hier auf tt-test.de. Heute ist Amelie Rocheteau dabei. Sie war früher Leistungssportlerin und hat auch im Internat Tischtennis gespielt und sie wird uns ihre Eindrücke aus dem Internat sagen. Außerdem haben wir tolle Übungen gespielt und ja, viel Spaß mit den Ballwechseln und auch mit den Infos. Wo fangen wir denn überhaupt an? Wie kam überhaupt die Idee auf, dass du ins Internat gekommen bist? War das deine bewusste Idee oder war das von deinem Trainer? Ich wollte das, ja. Also und wann? Also das war mit 12. Mit 12 Jahren. Ja, ich wollte, glaube ich, mehr trainieren. Und, ja. Wie oft hast du da schon trainiert? Ich würde sagen, 4-mal die Woche. Ja, also schon sportlich auch, das ist schon viel. Ja. Und dann noch mehr. Ich wollte dann mehr trainieren. So 2 Einheiten auch dann am Tag wolltest du als kleines, ja, also genau, als Kind dann auch machen? Genau, ich wollte das. Ja. Dann habe ich so Probewochen gemacht in Hannover und in Düsseldorf. Wie gut warst du mit 12? Muss man ein gewisses Level haben, um auf dem Internat angenommen zu werden? Ja, ich war schon gut für mein Alter. Ich würde sagen, bei den kleinen Mädchen damals, würde ich sagen, in meinem Alter unter den ersten 5 oder so. Ja. In Deutschland? Genau, oder? richtig. Ja. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, ja. Ist dann am Ende Hannover geworden. Wie finanziert man sowas? Also müssen die Eltern da einen großen Teil bezahlen oder wird das auch gefördert? Also es wird auch gefördert. Ich weiß nicht, meine Eltern haben damals 350 € im Monat bezahlt. Ja. Irgendwann dann 550. Ja, aber sonst wurde es auch übernommen durch, ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Ich glaube, in Berlin gibt es gar kein Internat. Es gibt nämlich nur die Pölchau Sportschule. Da sind ein paar und das Wuppertal-Gymnasium. Aber Tischtennisspieler gab es, glaube ich, nur 1, 2 auf dem Wuppertal-Gymnasium und sonst noch welche auf der Pölchau. Also so das Sportschule, so Internat gibt es in Berlin gar nicht. Ja. Ja. Okay, und dann bist du mit 12 aufs Internat gekommen. Ja. Und dann ging es ja gleich los. Wie viele Einheiten Training hat man denn da so am Tag, in der Woche? Also das sind so 1 bis 2 Einheiten am Tag. Also ich weiß, Frühtraining war Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja. Aber kam immer drauf an, in welcher Klasse man war. Manchmal war es auch nur 2-mal die Woche Frühtraining und halt abends immer. Ich weiß noch meine ganz verrückten Zeiten, aber da war ich auch sehr motiviert. Da kann man dann selber noch mehr machen? Ja, oder? ich habe dann irgendwie also morgens war immer so 7:30 bis 9 oder 7 bis 9. Und dann nach der Schule, ich hatte meistens so bis 15:30 Schule. Ja. Und dann 16:30 bis 18 Uhr habe ich trainiert. Boah. Und dann habe ich nochmal 18:30 bis, aber es war wirklich so eine Zeit, da war ich... Wie lange war das so? Ich kann mich nicht mehr so dran erinnern, wann das genau, das müsste so 2013, 14 gewesen sein. Ja. Ja. Boah, das ist aber dann schon sportlich, ne? 3 Einheiten am Tag? Ja, das war aber jetzt nicht jeden Tag, das war dann irgendwie Mittwoch, Donnerstag oder irgendwie okay, so. aber trotzdem, Ja. also so viele Einheiten habe ich Also das pro musste Woche man gemacht. nicht. Ja. Das hast du dann an einem Tag abgefrühstückt. Ja. Also was ja jetzt auch noch interessant ist, wenn man dann so rausgeworfen wird. Also sag ich mal aus dem Elternhaus, dann ist man im Internat, völlig neues Umfeld. Wie bist du damit klargekommen, erstmal gar nicht so zu Hause zu sein? Wie oft hast du deine Eltern gesehen? Also meine Eltern haben schon darauf geachtet, dass ich, sofern ich, am Anfang, dass ich jedes Wochenende nach Hause fahre, ja. Das war Wie weit hattest du es da? Das war im Zug 1,5 Stunden. Ich habe nicht so Probleme mit so Heimweh und so, sowas habe ich generell nicht. Also ich habe... Hattest du Probleme, so andere Probleme, vielleicht auch Freunde zu finden oder? Nee, also man ist da ja mit ganz vielen anderen Kindern, Jugendlichen. Auch also warst du dann eher mit den Tischtennisspielern gut befreundet oder war dann? Das kam mal so auf die Zeit an, ja. Also ich war auch mal mit einer Schwimmerin auf dem Zimmer. Ja. Da habe ich sehr, sehr gut verstanden. Ist aber dann ausgewandert in die USA. Scheiße. Ja, ich habe immer noch ab und zu Kontakt mit ihr. Wir schreiben ganz selten. Cool, ja. Aber das war damals, also an der habe ich wirklich, also die war wirklich der Knaller. Die war so witzig. Ja. Da habe ich wirklich nur Scheiße gemacht die ganze Zeit. Ja, und eigentlich sind dann die Klassen, wo man dann nur mit den Tischtennisspielern oder die Zeiten, die man nur mit den Tischtennisspielern verbringt, sind dann nur die Trainingszeiten. Und sonst in den Unterrichtsstunden verbringt man... Also wir waren auf einer normalen Schule, also auf einem Gymnasium, wo quasi auch ganz normal von außerhalb, also außerhalb des Internats, also es war eine ganz normale Schule. Die war so 10 Minuten zu Fuß. Und ansonsten man hat so seine engeren, das waren schon meistens Tischtennisspieler.
auch mal einzelne andere Sportarten, das auf jeden Fall auch, aber ja, die Base war schon Tischtennis. Ja, okay. So. Aber klar, man hat sich auch mit den anderen angefreundet und wie gesagt, 1, 2 Leute und meine Zimmernachbarin damals, die wir auch sehr, sehr gute Freunde haben. Ja. Ja, wenn man dann so aufeinander hockt, kannst du dich dann auch hauptsächlich an gute Zeiten erinnern oder gab es auch Zeiten, wo du sagst, da hättest du es dir schon gewünscht, dass nicht so viele in einem Alter oder generell so viele Jugendliche immer aufeinander hocken, dass man auch mal seine eigene Zone hat? Ja, also grundsätzlich, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Zeit, das ist auch schon eine gute Zeit her. Ich glaube jetzt 8 Jahre schon. Ich wollte da unbedingt hin und ich denke auch, dass es nicht verkehrt war. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat es halt auch, also wie gesagt, positive Seiten, aber halt auch negative Seiten. Und ich weiß tatsächlich jetzt heute nicht, ob ich den gleichen Weg nochmal gehen würde. Ja. Hat dir das Internat, das viele trainieren, den Spaß am Tischtennis so ein bisschen auch zeitweise genommen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, ich war ja auf dem Internat, um zu trainieren. Das heißt, du bist ja dort, um zu trainieren, um besser zu werden. Ja. Das ist einfach Routine. Ja, jetzt, wenn ich ins Training gehe, dann gehe ich nicht hin, weil ich es muss, sondern weil ich es halt möchte. Ja. Und das ist halt einfach was anderes. Und wenn ich mal keine Lust habe, dann sage ich halt ab. Ja, aber das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann trainiert man auch automatisch. Also ich sage immer, also lieber weniger trainieren und qualitativ besser, als halt Masse und halt von der Qualität her nicht so gut. Wie würdest du das qualitative Training im Internat beschreiben? Ist es individuell auf den Spieler schon angepasst oder machen alle an einem Topf dieselben Übungen? Nee, wir hatten auch so Trainingspläne, so Übungen, so für, ich sag mal, 1, 2 Monate. So Beinarbeitsübungen, auch Rückschlag, das war schon individuell angepasst auf jeden Spieler. Ja. Ja, es war einfach intensives Training. Wir haben viele Übungen gespielt. Ja, dann auch im Internat so fixe Trainingszeiten neben Beinarbeit, Aufschlag, Rückschlag, auch für Krafttraining. Also wird der ganze Körper trainiert oder wird wirklich nur Tischtennis trainiert? Also nice, ich war schon im Kraftraum. Ich kann mich an den Kraftraum erinnern. Hast du den genutzt? Ich weiß, wir haben immer Stabi gemacht. So, immer schön Plank? Genau, wo ich dann immer versucht habe, irgendwie abzuschenken. Also ich habe irgendwie so noch auf die Knie oder so. Wo meine Trainer so wegguckt, irgendwie kurz abschenken oder so. Ja, kennt man. Ja, und die Trainer geben dir auch taktische Tipps? Also da in dem Internat hat man gezielt, beim Fußball kennt man das ja, da wird Videoanalyse gemacht. Ja, wir haben auch Videoanalyse gemacht. Dann immer einzeln, wir hatten ja eigentlich immer ein Trainer, der sich um einen gekümmert hat. Ja. Ja, also gab es auf jeden Fall, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass es so intensiv war. Also wie viele Trainer hattet ihr bei euch im Internat pro Gruppe? Ihr wart ja 10 bis 12 Spieler? Ja, also wir hatten morgens halt 1 oder 2 Trainer, glaube ich. Ja. Und abends gab es dann, es ist so zeitweise, ich kann mich halt nicht mehr so dran erinnern, aber ich würde sagen, wir hatten so eine Schülergruppe, eine ältere Jungs, halt, also älter, so Jugendlichen so. Ja. Und dann noch so eine Frauengruppe. Ich würde sagen, es waren 3 Gruppen, aber wir haben auch untereinander trainiert. So. Ja, okay, es hat sich so durchmixt alles. Ja. Was würdest du sagen, jetzt zurückblickend, was war so das schönste Erlebnis im Internat? Hast du eins? Die schönste Zeit war, als ich mit der Schwimmerin auf dem Zimmer war. Also die Zeit mit ihr, so, das war so viel gelacht. Ja. Die Betreuer haben uns gehasst, weil wir halt mal bis 1 Uhr nachts so rumgeschrien haben und so uns kaputt gelacht haben. Haben die da auch gewohnt in dem Internat und haben die dann gesagt, so jetzt aber nicht so laut? Ja, also es gab ein Betreuerzimmer. Wir hatten 5 Betreuer insgesamt, für eine Etage. Waren das auch eure Trainer? Nee. Oh, externe Pädagogen. Rausgeschlichen ab und zu? Ja, haben wir auch gemacht. Es gab immer Mittwoch und Donnerstags, also klar, als ich dann älter war. Ja. Ich sag Ü16. Ja, okay. Und Feiern und so auch mal gewesen? Ja, also es gab so einen Club in Hannover, das hieß Sasa. Sasa. Und Mittwoch und Donnerstags gab Sasa Take 5. Mittwoch und Donnerstag, alleine schon die Zeiten. Schön am Donnerstag. Sasa Take 5. Du kriegst so 5 € Eintritt, 5 Freigetränke. Oh. Also, ja, das war eine lustige Zeit. Ja, glaube ich. Ja. Hast du die ganze Zeit auch im Damenbereich, also im Ligabereich, hast du dann da auch gespielt oder hast du früh dann auch bei den Damen gespielt oder bei den Herren? Wo hast du gespielt? In der Internatszeit. Da habe ich immer bei den Damen gespielt, in Großburgwedel. Welche Liga war das? Kannst du dich da erinnern? Ja, das war 3. Liga. 3. Bundesliga? Ja, 2. Liga auch zeitweise. Ja. Das war das 3. und 2. Stark. So habe ich das in Erinnerung. Und jetzt spielst du ja bei den Herren in der
Bezirksoberliga. Richtig. Ja. Beim Tiggershausen. TGS. Hausen. TGS Hausen. Kannst du nicht merken? Nee, kann ich mir echt nicht merken. Jetzt habe ich schon dreimal falsch gesagt. TGS Hausen. Ja. Wie bist du da, oder warum hast du gewechselt vom Damenbereich in den Herrenbereich? Ich spiele bei den Männern, weil ich erstens ich habe einfach einen geilen Verein. Ja. Ich spiele mit eigentlich allen meinen Freunden so zusammen. Ja, cool. Das ist ja mir wichtig. Wir wollen jetzt aufsteigen in die Verbandsliga. Ja. Wir sind jetzt aktuell auch Tabellenerster. Stark. Ja. Genau, das ist so der Plan. Ja. Ich weiß nicht, nächstes Jahr dürfen Frauen, wir haben ja noch eine erste Herrenmannschaft. Die spielen in der Oberliga bei uns und das, was wir gehört haben, ist, dass ab nächstes Jahr so Frauen auch höher spielen dürfen. Das ist jetzt noch gar nicht so. Nee, jetzt noch nicht. Jetzt dürfte es noch keine Oberliga spielen. Bis wohin darf eine Frau jetzt spielen? Also bei uns nennt man das Hessenliga. Bei dir weißt du, bei uns ist das die Verbandsoberliga, glaube ich. Ja. Bei uns gibt es die Verbandsliga. Ich meine, das ist nur Berlin. Verbandsoberliga ist Berlin-Brandenburg. Ja. Aber danach kommt die Oberliga. Ja. Also Da darf ich aktuell noch nicht spielen. Und dann ab nächster Saison dann hoffentlich auch Oberliga? Ich werde ein paar Einsätze bekommen, ja. Genau. Also die Beiwechsel jetzt hier, habt ihr ja gesehen. Ja, mal gucken, ob da ist auf jeden Fall was drin. Wenn ich zu hart auf die Fresse bekomme, dann muss man gucken. Ich auch freiwillig einen Abgang. Aber da fuchst man sich auch rein. Die ersten Spiele laufen vielleicht nicht so und dann, oder vielleicht läuft es auch direkt. Mal gucken. Ich meine, du hast eklige Welle, schön Seitschnitt und so, damit hat jeder erstmal Probleme. Man muss halt locker bleiben und dann erstmal und auch trainieren und Spaß haben. Ja. Eigentlich geht es um Spaß. Und es macht auch Spaß manchmal zu verlieren, aber es macht auch... Echt? Ja, finde sogar schon. Ich finde schon, es macht Spaß zu verlieren. Also wenn du richtig gut spielst? Dann nicht. Echt? Ach so, nein, wenn ich richtig gut spiele und der andere... Nee, warte, das ist Quatsch. Also für mich, wenn ich gegen jemanden spiele, wo ich weiß so, der ist an sich besser, ich spiele aber auch noch richtig gut, aber verliere trotzdem. Dann hatte man trotzdem eine schöne Zeit, darum geht's, glaube ich. Dann kann ich, das ist aber sonst macht mir das überhaupt gar keinen Spaß. Also ich verliere, jeder verliert, also ich verliere wirklich auch sehr ungern, wenn ich schlecht gespielt habe, aber in der Regel, wenn ich fighte und wenn ich fighte, macht es mir Spaß eigentlich. Ja. Und wenn ich dann verliere, dann ist es für mich eigentlich auch okay, dann freue ich mich, dass ich ein schönes Spiel hatte gegen einen, der gleich gut oder besser war als ich. Dann verliert man halt manchmal, man freut sich natürlich noch mehr, wenn man gewinnt, aber ich finde, zu fighten, in den Punktspielen und mal gegen Leute zu spielen, die besser sind, das macht erst richtig Spaß dann. Ne? Wie viele Punkte hast du aktuell und wie gut sind deine Gegner? Also ich glaube, ich habe aktuell 1948 oder so. Ja. Meine Gegner, ja, würde ich sagen, schwankt so zwischen 1750 und 1930. Das ist halt schon, da spielst du schon tendenziell also immer gegen dein Niveau, sage ich mal. Beziehungsweise du bist vom Niveau eigentlich in jedem Spiel schon der Favorit, von den Punkten her auf jeden Fall. Meistens, ja. Im größten Teil. Aber das ändert sich ja dann auch mit der Oberliga. Ne? Ja, auch mit der Verbandsliga. Ja, weil die sind auch nochmal echt vorne einen Ticken. Also auch viele 2000er, sage ich mal. Mhm. Was meinst du zu deinem Spiel? Nochmal, wir haben ja jetzt viele Bälle gespielt. Was würdest du sagen, sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? Also ich würde sagen, grundsätzlich meine Schwäche ist erstens meine Beinarbeit. Ja. Das ist eine Katastrophe. Ja. Trainierst du die manchmal? Ja, schon. Okay, aber dann? Aber aktuell habe ich eine Zeit lang habe ich mir im Training immer richtig Übungen gegeben, wo ich mich richtig gequält habe. Ja. Und dann bewege ich mich auch besser, aber jetzt aktuell habe ich wieder so eine Phase, wo ich dann doch lieber so 2-2 spiele. Schön die Welle, wo man weiß, wo es hinkommt. Muss ich jetzt wieder mal anfangen, mich ein bisschen mehr zu quälen. Ja. Also meine Beinarbeit ist nicht so gut. Ja, mental bin ich auch nicht die Stärkste, das war ich auch nie. Ja, du fightest viel, ne? Und bist auch emotional am Tisch. Ja. Aber das finde ich ist auch was Gutes. Ja, ich würde sagen, da habe ich noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Ja, was sind deine Stärken? Jetzt hast du Schwächen gesagt. Ja gut, ich würde sagen, dass ich halt relativ variabel bin. Ja. Und eigentlich an sich alles Mögliche spielen kann. Ja. Aber ja, ich nicht so ganz bewusst einsetze. Also ich denke jetzt nicht so, ich mache jetzt den Aufschlag und dann klappe ich so ab. Sondern es passiert einfach. Also, ja, das ist dann intuitiv. Also ich bin einfach variabel, ich habe, glaube ich, ganz gute Ausschläge. Das ist, ich kann viel variieren so. Ich glaube, das sieht man in den Ballwechseln auch. Es ist krass, es ist beeindruckend, finde ich. Sieht es, glaube ich, von außen auch toll aus, aber es kommt immer eine seitliche Bewegung. Irgendwie auf einmal kommt der Block so, dann im Aufschlag schon so ein teuer zweite Phaseaufschlag oder schön mit Seitschnitt.
flippen. Ja, und dann starke Bälle, ne? Wenn du auch übernimmst im offenen Spiel. Ich übernehme ganz gerne, aber ja, oftmals, ich spiele halt einen Ball aktiv, dann kommt halt ein Block. Meistens fange ich dann wieder an, irgendwie abzustechen oder so. Und das regt mich dann selbst so auf, weil das schon so in meinem Gehirn drin ist. Ja. Und dann steche ich ab und dann kommt der Gegner wieder ins Spiel, anstatt halt den zweiten nochmal halt nachzuziehen. Ja. So. Aber es ist eigentlich perfekt, wenn du das schon mal weißt, dann kann man gezielt Übungen suchen, wo man das vielleicht 2-3 Mal macht, eröffnen und dann wirklich konzentriert 2-3 Bälle gerade spielen, ohne abklappen. Okay, also Amelie, ich danke dir wirklich sehr für die Trainingssession, auch dass du nach Berlin gekommen bist und auch für die Einblicke in dein Leben als Profispielerin auf dem Internat. Damals, ja. Naja, was dann draus wird, ist ja dann immer, ist ja nicht jeder dann gleich Profi, aber vielen Dank dafür, dass du das geteilt hast. Ich fand es sehr interessant und ich fand es toll, mit dir zu spielen. Man merkt, du hast tolle Bälle drauf und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dann testen wir vielleicht wieder für euch oder bestellen neue Personen vor, die viel mit Tischtennis am Hut haben. Bis dann. Ciao.